Hi Leute und willkommen zum ersten richtigen Video auf unserem Kanal. Heute werden wir euch ein paar Möbelstücke zeigen, wie ihr die einfach bauen könnt und welche Teile ihr dazu braucht. Als allererstes mal hier dieses Möbelstück, ein kleiner Tisch fürs Wohnzimmer. Sieht optisch schön aus, verbraucht auch nicht viele Teile. Und was ihr für Materialien braucht, das sehen wir hier jetzt. Und zwar brauchen wir 3 2x6 Platten. 3 1x6 Platten. Da würde ich sogar die gleiche Farbe wählen bei den Platten, weil sonst sieht es wie beim Zebra aus oder so. Schwarz-Weiß habe ich ausprobiert. Sah nicht so toll aus. Dann 2 1x6 Platten. Dann brauchen wir hier so ein, kleinen Block. Einmal 2 Platte mit einem Block. Dann brauchen wir hier 2 1x3 groß. Normal halt. Bausteine. Dann hier brauchen wir so Lüftungsfächer, sage ich jetzt mal. Die Qualität ist heute nicht so gut von der Kamera. Weiß ich auch nicht, was das ist. Die wird andauernd unscharf. Dann haben wir hier am Ende noch 2 1x3 Platten. Habe ich weiß gewählt. Und zwar als allererstes nehmt ihr euch die beiden Teile hier. Und darauf setzt ihr hier einmal die 2x6 Platte, damit es hier so schön stabil ist. Sieht man jetzt nicht so gut. Und dann hier noch eine 1x6 Platte drauf. So, damit es jetzt erstmal stabil ist. Dann nehmt ihr die beiden 1x3 Platten, platziert die unten als Tischbeine. Könnt ihr auch mit solchen kleinen Knöppeln machen. Also mit solchen hier kann man machen. 4 Stück, an jedem Eck eins. Dann hier die 1x3 Blöcke drauf, an den Seiten wieder. Dann platziert ihr hier, dann also entgegen, wenn hinten hier eure Zweierplatte ist und hier vorne die Einser, dann hier die Einser und hier die Zweier. Sieht optisch besser aus. Ja, okay, eigentlich ist es egal. Dann platziert ihr hier die 1x6 Platten oben drauf. Dann hier an den Seiten unsere Lüftungsfächer, sage ich jetzt mal. Und dann hier am Schluss kommt ja unsere kleine Platte. Das kann man hier auch mit einem schwarzen Teil machen, aber ich finde weiß passt besser wegen den Tischbeinen unten. Und zu guter Letzt könnt ihr hier noch einen Teller mit einer Pizza zum Beispiel drauf platzieren. Oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch einen Teller mit Obst drauf platzieren. Sieht auch ganz hübsch aus. Falls die Familie sich daran bedienen möchte. Und hier unten kann man noch irgendwas reinlegen. Wie zum Beispiel irgendeine Zeitung oder so. Wie hier zum Beispiel die Lego News. Die kann man dann hier unten dran befestigen. Die Kirschen finde ich auch sehr süß gemacht. Die habe ich aus, meine Schwester hat manchmal sich so Lego Friends Sachen gekauft. Und da habe ich mir so das ein oder andere Set mit zum Beispiel einem Hund, das habe ich mal bekommen. Das ist hier auch der Hund der Familie Hund. Ja, und den gab es bei einem Lego Friends Set. Da gab es auch noch eine Hundehütte dazu, eine kleine. Fand ich ganz süß. Als zweites haben wir hier einen Schornstein, wie man schon sehen kann. Und die Teile, die er dafür benötigt, seht ihr hier jetzt. Und zwar brauchen wir 4 solche Treppenstufen, Dachziegel. Dann brauchen wir auch 4 1x2 Teile, 1x2 Blöcke. Dann brauchen wir hier 4 1x2 Blöcke, die so ein bisschen abgerundet sind, hier gewölbt. Dann könnt ihr hier, das habe ich jetzt halt einfach mal genommen, weil ich es übrig hatte, solche, es sind 1x2 Blöcke, aber doppelte Höhe. Ihr könnt es natürlich auch mit 2x2 Blöcken 2 Stück nehmen.
hier einfach aufeinander setzen oder mit einmal 2 Blöcken. Geht auch. Oder falls ihr die habt, wäre ganz praktisch. Dann braucht ihr hier 2 mal 3 Blöcke oder ihr nehmt einfach einen 2 mal 6 Block, also davon 2, dass ihr halt so eine Fläche habt. Hier 4 mal 6 und dann beginnen wir auch schon mal. Hier, ihr braucht diese 4 mal 6 Fläche. Setzt darauf hier einmal 2 Block. Hier auch. Immer halt in der Mitte davon. So. Das ist dann setzt ihr darauf auf jeden Block davon diese gewölbten einmal 2 Blöcke. Das habt ihr dann so. Und dann setzt ihr hier in den Ecken so nach außen gehend eure Dachziegel, sag ich jetzt mal. Aber das Wichtige ist, es muss nach außen gehen. Hier auch. Und den letzten Block hier. Dann habt ihr das Ganze hier so. Das Blöde ist, es ist halt alles schwarz, darum sieht man es nicht so toll. Hier, dann hier die einmal 2 Blöcke nochmal. Und darüber diese gewölbten. Und in den Ecken diese Dachziegel nach außen gehend. Und unten, hier in der Mitte, praktisch hier und hier, setzt ihr dann eure Blöcke. Hier, da und hier. Und dann ist euer Schornstein fertig. Den kann man übrigens super mit einem Kamin kombinieren, der als nächstes kommt. Dann haben wir hier noch einen Kamin, der, ja, hier ist, kann man auch dagegen auswechseln. Sieht auch ganz gut aus. Die Teile, die ihr benötigt, sind 3 einmal 4 Platten, 2 solche Stufen nach oben, einmal 2, dann eine 2 mal 2 Platte glatt. Hier ist so ein Ziegelstein, 1 mal 2 könnt ihr nehmen. Dann hier eine Stufe runterwärts, 1 mal 2. Hier 3 solche Klötze, 1 mal 1 mit so einem also mit so einem zusätzlichen Knoppel, sage ich jetzt mal. Dann hier so etwas, ja, Niste 2, keine Ahnung. Dann hier 4 solche kleinen Teile. Und dann entweder hier so ein Stern oder so ein einzelner. Ich habe grün gewählt, weil es hier zur Natur mit dazu passt, zur Pflanze. Und dann braucht ihr noch so eine Flamme. Als allererstes braucht ihr hier diese 2 einmal 4 Platten. Darauf setzt ihr hier in der Mitte eure 2 mal 2 Platte glatt. So, dann kommen hier vorne solche 2 einmal 1 Teile hin. In rund, flach, Platten halt. Dann hier diese mit dem zusätzlichen Knoppel, sag ich jetzt mal. Wie heißen die eigentlich? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dann setzt ihr hier wieder diese einmal 1 Platten flach. Also ja, Platten sind flach. Diese einmal 1 Platten rund. Dann hier Treppen aufwärts hier so drauf. Dann darauf oben noch die einmal 4 Platte. Dann hier euren Backstein. Die Stufe nach links schauend habe ich jetzt mal. Darauf kommt hier der mit dem zusätzlichen Stein. Dann hier der Nistezweig. Entweder hier ein grünen Block oder hier so ein Stern. Ich mache es jetzt mal mit Stern, damit ihr es seht.
Und zu guter Letzt, links oder rechts? Ich mach's rechts. Muss ich mal kurz schauen, weil ich schaue immer in die Kamera, die ist ja direkt vor mir. Hier ist so, ich habe es von rechts. Und dann habe ich noch eine Alternative, falls ihr genau diese Teile nicht habt. Und zwar habe ich hier jetzt noch eine Platte zusätzlich dazu genommen. Hier ein kleiner Kamin. Man kann auch sogar noch ein passendes Glas drauf machen. Sieht aber dann nicht mehr so toll aus. Was man machen kann. Es ist auseinander gefallen. So. Es schaut jetzt ein bisschen komisch aus. So, drauf machen. Aber ich finde, ohne Glas sieht es besser aus. Ich werde euch aber auch noch das Glas zeigen, wie ihr es bauen könnt. Und die Teile, die ihr benötigt. Nur für den Kamin sind hier 2 solche 1x1 Blöcke. Dann hier so ein kleiner Bogen. Dann habe ich hier 3 1x4 Blöcke. Und dann benötigt ihr normalerweise 6 hier solche 1x2 Blöcke. Ich hatte davon keine in der Farbe mehr, weil ich habe hier immer, das kann ich euch mal zeigen. So habe ich es immer. Falls ich einen Teil suche, habe ich solche Sortierboxen. Da habe ich so 50, 60, 70 Stück von. Also hier 6 1x2 Blöcke. Ich habe hier diese großen halt genommen, weil ich die noch hatte. Und ich hatte nicht mehr diese 1x2 Blöcke. Und ich hatte auch nicht mehr diese 1x1 Blöcke in der Farbe. Darum musste ich eins in Schwarz noch nehmen. Und für das Glas wäre es dann hier ein Glas, ein 1x4 Block und eine Platte 1x4. Hier einfach nur alles aufeinander setzen. Ich glaube, das wäre geklärt. Und zusätzlich für das Feuer benötigt ihr hier dieses 2x2 Blöckchen rund. Dann hier 5 orangene habe ich jetzt genommen. Einen roten und 2 gelbe. Und zwar platziert ihr hier einen orangenen, hier einen orangenen und hier einen orangenen. Hier lasst ihr es frei, da kommt ein gelber nur drauf. Allein nur ein gelber. Dann platziert ihr hier hinten noch einen gelben. Und auch noch einen orangenen. Dann platziert ihr hier noch einen orangenen. Und hier hinten einen roten. Ihr könnt es aber auch tauschen. Ne, ich glaube, ich hatte es sogar andersrum. Dass ihr hier einen gelben habt. Ich weiß es jetzt ja nicht mehr so ganz genau. Ihr könnt es so machen, wie ihr es wollt. Hauptsache, es sieht ein bisschen so aus wie ein Feuer. Ne, ich glaube, andersrum sah es besser aus. Ich lasse es jetzt einfach so. Dann nehmt ihr hier einfach mal eine Platte. Ich habe jetzt halt einfach mal eine große hergenommen. Dann platziert ihr hier davor den Bogen. Das ist voll. Ach nein, davor. Entschuldigung. Hier an dem Bogen unten 2 1x1 Blöcke dran, damit es ein bisschen höher ist. Dann hier so, das Feuer genau in der Mitte ist. Aber das Feuer, das muss auf der Höhe vom Bogen sein. Dann platziert ihr hier, mache ich das am besten. Ich mache es mal so. Diese Blöcke platziert ihr direkt hinterm Feuer. Diese 1x4 Blöcke und dann an den Seiten hier eure höheren Blöcke, eure 1x2 Blöcke. Hier, ich tue ihn jetzt halt mal nach hinten. Es soll normal auch ein grauer sein. Dann platziert ihr hier eine 2x6 Platte hinten und eine 1x6 Platte hier hin. Und fertig ist euer Kamin. Ihr
könnt jetzt halt natürlich, wenn ihr wollt, noch ein Glas davor machen. Ich finde, es sieht nicht so gut aus mit Glas. Normaler Kamin hat ja Glas. Aber dort sieht es einfach nicht gut aus. Und hier hat man keine Verlängerung, haben wir gleich einen Schornstein oben drauf. Das war's schon. Was könnte ich noch zeigen? Ich zeige euch jetzt halt noch zum Abschluss mein Lieblingssofa. Ich finde es einfach so schön. Es sieht ein bisschen altmodisch aus, aber ich finde es einfach so hübsch. Was ihr dazu braucht. Ich habe jetzt hier ein 2x2 Block in Braun, 2 1x3 Blöcke auch in Braun, 3 1x2 Blöcke auch in Braun. Dann hier hinten solche 1x2 Platten in Weinrot. Dann hier ein 1x2 Block in Schwarz und hier auch ein 1x3 Block in Schwarz und hier ein 1x1 Block in Schwarz. Als allererstes hier eure Form des Sofas. Da platziert ihr die Steine am besten so. Also jetzt mal so aneinander. Dann platziert ihr hier den Dreier, hier den Zweier, dann hier ein Zweier und hier einen Dreier. Dann hier an den Seiten kommen die weinroten Platten hin. Und an die Lehne, jetzt ganz wichtig, hier ein 2. Nein. Gut wäre es, hier ein 1er, hier ein 3er und hier ein 2. Es ist halt stabil ist. Und fertig ist mein Lieblingssofa. Ich finde es einfach so hübsch, wenn es einfach mal hier. Schaut euch nur mal das hier an. Auf eine Höhe. Sieht einfach schön aus, finde ich. So, hier nochmal alles, was ich euch heute gezeigt habe. Mein Lieblingssofa. Ganz am Ende. Dann hier davor. Ne, zweimal davor war der Kamin. Von Lego Friends übrigens. Normales Originale. Ist hier mit pinken statt grauen. Hier unten. Dann hier unser selbstgebauter Kamin. Mit oder ohne Glas. Hier ein kleiner Tisch. Und hier ein Schornstein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.